Achso, Ding, die Kamera. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Vamsquare SL. Was sagen Sie dazu? Turboschnell. Leon. Super schnelles Fahrrad in alle Richtungen, auf jedem Untergrund. Wenn Sie sagen, das ist zu schnell, wer soll das fahren? Du. Oh. Okay, also herzlich willkommen. Wir bauen heute einen Focus Vamsquare SL auf, 125 mm im Heck, Flex Pivot, 130 in der Front. Wir bohren es ein bisschen auf 140. Ultraschnelles Fahrrad, Fazua Motor drin, 430 Wattstunden Akku, 60 Newtonmeter Drehmoment. Ja, ziemlich schnell, ziemlich gefährlich das Fahrrad. Ja, zerwecken wir es mal zum Leben. Wir bauen eine Codebremse dran, ja, weil wir wollen ja ein bisschen mehr verzögern auch. Original ist eine Levelbremse verbaut, funktioniert auch gut, aber wir wollen einfach ein bisschen mehr Bremspower haben. Wenn ihr mal selber ein Fahrrad aufbauen solltet, bitte fangt immer mit den Leitungen an. Die kriegt ihr danach, wenn alles verbaut ist, nicht mehr rein. So, jetzt haben wir erstmal die Bremse fixiert, dass sie nicht mehr rumbaumelt. Jetzt gehen wir über zum Speedsensor. Speedsensor müssen wir uns aber geschwind einen Schaltzug rannehmen. Ich nehme den Schaltzug, weil das Kabel ziemlich flimsig ist. Das ist nicht so stark wie eine Bremsleitung. Und um das besser reinmachen zu können, weil wir hier vorne das kleine Löchchen haben, und da wollen wir ja rauskommen, müssen wir den aber erstmal catchen. Der Trick deswegen mit dem Schaltzug, weil wir hier für die Bremse haben wir ein Röhrchen einlaminiert, aber für den Speedsensor leider nicht. Würde auch nicht wirklich was bringen, weil dann würde es mehr klappern, weil wir müssen ja den hier durchkriegen und wir können das Röhrchen dann nicht auf Kabeldicke konstruieren und dann würde das Kabel einfach da drin das bisschen spielen, dass es Geräusche macht. Dann nimmt einfach ein Stück Isotape und klebt es auf Stoß zusammen. So ein bisschen wenig genommen, gehen wir gleich noch mal drüber. Aber es reicht, um es zu verbinden. Und hoffen mal, dass es hält. Nicht zu viel ziehen, mehr drücken, schön locker drin lassen. Dann seht ihr irgendwann, okay, hier ist der Knick, den wir vorher reingemacht haben. So, zack, bumm, draußen. Wenn ihr das nicht macht, kann es sein, dass ihr eine Stunde dran verbringt. Deswegen Trick. Normalerweise würden wir jetzt mit der Schaltung weitermachen, aber da wir Transmission verbauen, brauchen wir keine Schaltzugaußenhülle. Was wir jetzt noch verlegen, ist auf jeden Fall schon mal den Außenzug für die Dropper. Wir bauen danach eine One-Up-Dropper ein mit 210 mm Hub. So, wie wir vorher schon gesagt haben, machen wir erstmal alle Leitungen rein. Zur Leitung zählen natürlich auch die Kabel von oben. Dann haben wir erstmal ein Frame hier für die LED-Remote. Dann setzen wir die LED-Remote ein, da muss man immer darauf achten. Deswegen setzen wir den Frame als erstes ein, bevor man das einsetzt, dass die Kabel schön hier hinten durchlaufen. Das müssen wir jetzt natürlich auch noch runter bekommen. Müssen wir nachher wieder rausmachen, beziehungsweise den setzen wir jetzt bloß kurz leicht ein, weil das Kabel braucht man nachher noch, um die Remote, die Lenker-Remote zu befestigen. So. Genau. Jetzt setzen wir den Akku ein, weil jetzt haben wir ja hier das ganze Unterrohr jetzt mit unseren Leitungen voll. Hinterradbremse, Dropper-Post-Leitung und von der LED-Remote das Kabel nach unten. Mehr haben wir nicht drin, deswegen können wir jetzt den Akku direkt einsetzen, weil den Akku kriegt man nachher, wenn der Motor eingesetzt ist, nicht rein. Da immer darauf achten, dass er das Remote-Kabel nicht verliert beim Reinmachen. So. Wir verbauen ja eine Axis bzw. eine Transmission, deswegen brauchen wir keine Schaltzugaußenhülle, aber wir machen das Kabel gebunden, weil dann kann ich vergessen, ob der Akku geladen ist am Transmission-Schaltwerk, wird einfach vom Akku direkt gespeist, du musst dein Fahrrad aufladen, fertig. So, hier ist das gute Aggregat, kleiner Fazua-Motor, ja, 60 Newtonmeter Drehmoment, die Kabel für Speedsensor, LED Remote, Akku. Man könnte hier noch einen Splitter anschließen.
Im Motor haben wir auch die 4 Anschlüsse. Jetzt setzen wir das alles zusammen und dann bauen wir den Motor ein. Dann machen wir an die Stirnflächen hier noch ein bisschen Montagepaste. So, beim Motoreinbauen immer darauf achten, dass ihr alle Kabel aus dem Weg habt, dass ihr euch nichts einklemmt. Dass nichts auseinanderreißt. Die Schrauben natürlich nicht ohne Drehmoment anziehen. Ja, einfach mal ansetzen, so lassen. Drehmomentschlüssel nehmen, alles schön nacheinander anziehen. Als erstes die Non-Drive-Side, dann die Drive-Side. Wie ihr hier seht, ist hier eine kleine Hülse drin. Und die zieht beim Anziehen, zieht sie nach draußen, dass der Motor hier plan aufliegt. Und hier mit der Hülse werden Toleranzen ausgeglichen. So, dann haben wir den Motor eingebaut, wir haben die Cover drauf. Wir haben das Kabel durch, wir haben die Bremse durch, wir haben den Speed-Sensor durch. Jetzt bauen wir hier vorne Gabel und Cockpit ein. Willkommen zum Steuersatz. Gibt es 4 Teile, auf die man auf jeden Fall, bevor man die Remote anbaut, durch muss. Das ist einmal kompletter Steuersatz, Steuersatzschale, Lager, Dichtung, Steuersatzdeckel. Da muss es erstmal durch, weil die Remote hier nicht durchpasst. Darauf achten, dass die richtige Reihenfolge ist. Kurz zur Seite, weil ihr müsst das hier wieder ausbauen. Steuersatz grundsätzlich fetten. Man braucht es nicht übertreiben mit dem Fett, aber dass einfach alles ein wenig abbekommt. Wir haben hier Winkelschalen verbaut, die haben eine Markierung drin. Wenn ihr den Steuersatz einbaut, ist es wichtig, dass die Markierungen immer gegenüberliegend sind. Wenn die Markierung oben hinten ist und unten vorne, dann seid ihr im flachen Setup. Und wenn die Markierung oben vorne ist und unten nach hinten zeigt, dann seid ihr im steilen Setup. So, wir haben hier den Schaft gefettet, machen das Lager drauf, fetten das Lager außen nochmal und oben auf der Dichtung ein bisschen. So, wir haben gesagt, die Markierung nach vorne. Hier sind die 2 kleinen Nasen und im Rahmen sind 2 kleine Cutouts, dass sie dir perfekt drin liegen. So, ich nehme mir hier immer gerne den Hocker, weil dann kann ich hands-free arbeiten. Einmal ringsrum den Lagersitz bzw. die Lagerschale, die Winkelschale, den Sitz fetten. Die perfekte Dichtung, wo es auch richtig drin sitzt. Es gibt nur eine Richtung, wie es korrekt drin ist, dass es einfach schön geführt ist. So, alle Leitungen laufen sauber durch. Dann haben wir hier noch den Steuersatzdeckel und wir unsere Split Spacer. Das können wir dann ganz entspannt aufsetzen. Zack. Wir machen jetzt hier 2,5 cm unter den Vorbau. Auch eine Eigenentwicklung. Wird intern stempelbar genannt. One-Piece Cockpit, 800 mm breit, 5 Grad Upsweep, 8 Grad Backsweep, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Genau, runter schneidbar bis 760 mm. Wir haben hier vorne nochmal einen Anschraubpunkt für einen Garmin, Wahoo, Hammerhead, für einen Computermount. Ja, vorne geht auch, man kann unten auch eine GoPro dran machen. So, OD Grips, selbstverständlich. Jetzt setzen wir die Bremse an, haben auch den Adapter für den Pod direkt dran, dass man ein super cleanes Cockpit nachher bekommt. Die Bremse, klar, die ist offen, weil wir müssen ja die Leitung durchführen. Die ist zu. Hier ist normalerweise auch ein rotes Verschlussteil drin, aber durch das, dass wir
diese Bremse schon benutzt haben, müssen wir nachher einmal komplett entlüften. So, ja, wieder wenn ihr Bremsen installiert, einfach mal ansetzen. Nicht ganz festschrauben, weil ihr müsst den Bremssattel nachher einstellen. So wäre die Bremse jetzt komplett auf Spannung. Für Einstellungen etc. Wenn ihr nochmal die Bremse irgendwo anders verwenden wollt, schiebt die Bremse einfach ein bisschen in den Rahmen rein, dann habt ihr ein bisschen extra, dass ihr euch nicht, wenn ihr einmal aufmachen müsst, direkt eine neue Bremsleitung kaufen müsst, weil es dann doch zu kurz war. So, die SRAM Pin und Olive, die sind ja zum Reinschrauben, kriegt auch immer das kleine Werkzeug mitgeliefert. So, gucken, dass es schön sauber drin sitzt. Jetzt ist die Leitung viel zu lang. Zack, bum, bang, verschwindet im Rahmen. Danach ist es super clean. So, dann machen wir einen Part dran, den fixieren wir auch einfach ein bisschen. Ja, das ist die eigenentwickelte Kettenführung, die wird direkt mit dem Bolzen verschraubt. Muss auch als erstes drauf, bevor man Kettenblatt montiert, wenn man danach nicht mehr an die Schraube hinkommt. Deswegen, man kommt durchs Kettenblatt noch an die Schraube hin, zum Einstellen dann im Winkel, aber zum komplett demontieren nicht. Dann machen wir das Kettenblatt. Ein bisschen Montagepaste auf die Verzahnung. Das ist jetzt der Lockring fürs Kettenblatt, ein Linksgewinde. So, das setzen wir erstmal an, weil zum Festziehen müssen wir die Kurbel montieren auf der linken Seite, dass wir da einen Gegenhalt haben, um die 30 Newtonmeter hier auf den Lockring aufzubringen. So, die ERA-Kurbeln, super leichte Crankboots noch drauf, genau. Ultra kurze Kurbeln, das probieren wir jetzt mal aus, 160 mm lang. So, was haben wir jetzt hier? Links oder rechts? Hätten wir die Pepper mal drauf gelassen, ne? Ganz klein, rechts. Oh, auch rechts. Falsch geliefert. Nein. Da einfach immer mit beiden Hebeln arbeiten. Tut euch ein bisschen leichter. So. So, jetzt verbauen wir hier RockShox Deluxe Ultimate. Niemals mehr Hub verbauen bei diesem Rad. 50 mm. Nichts anderes verbauen. Einfach den Stockdämpfer drin lassen im Fahrrad. Aber es kommt schon leicht schön, das Fahrrad, gell? Bei der Transmission, wenn ihr die auch nachrüstet an irgendein Fahrrad, die braucht eine definierte Kettenlänge. Die könnt ihr direkt bei SRAM auf der Seite, könnt ihr euer Modell eingeben und dann zeigt es direkt an, wie viele Kettenglieder ihr braucht. Nicht davon abweichen, weil sonst funktioniert die teure Schaltung nicht. So, was brauchen wir? 25er Torx für die Bremsscheiben, Kassettenmontagetools, Drehmomentschlüssel. Warum Crossmax? Weil wir die auch im originalen 9.0er verbaut haben und es ein solides Laufrad ist. Neuer Schwalbe Albert Trail in Supersoft kommt vorne drauf. Ich will jetzt nicht sagen selbstverständlich tubeless, aber selbstverständlich tubeless. Genau, ihr habt bei der Mavic Felge, die ist asymmetrisch. Brauchen wir grundsätzlich hier den kleinen Washer fürs Ventil, dass es sauber drin sitzt. Well done! Congratulations, Sir. Awesome! Dann die Kassettenmontage. Da einfach auf dem Freilaufkörper ein bisschen Montagepaste aufbringen. Wie war das noch mit dem Endlosgewinde? So, jetzt wäre mir gerade fast der Fehler unterlaufen. Rechtzeitig dran gedacht. Hinterrad, E-Bike, das ist der Magnet. Daran nimmt der Sensor die Geschwindigkeit ab. Wenn er den nicht verbaut, unterstützt das Fahrrad nicht.
wäre nicht das erste Mal, dass er vergessen wird. Keine Sorge, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Merkst aber ziemlich schnell, wenn du losfährst. Wir haben uns für die neuen Schwalbe Albert Trail Radial entschieden. Hinten in Soft, vorne in Super Soft natürlich. Aber der Hinterreifen idiotensicher zu montieren. Indikatorstreifen orange Richtung Bremsscheibe. So, und wir brauchen ja auch nicht unnötig mehr Druck drauf geben bei einer Carbonfelge, wenn der Reifen schon tipptopp in der Felge drin sitzt. Reifen sind jetzt aufgepustet, deswegen Schwalbefläschchen kommt man perfekt ins Ventil rein. Hat jeweils 60 Milliliter, nicht bis ganz oben, wenn wir hier jetzt ganz voll machen, sind wir bei 70 Milliliter ungefähr pro Fläschchen. Machen wir 2 Fläschchen pro Reifen, dann sind wir auf jeden Fall safe. Milchphilosophie ist ja immer bei vielen, die Milch hinherum. So, Milch, Ventilkernausdreher. Boah, das schlimmste Ungeschick mit der Milch, was mir jemals passiert ist. Also mir ist schon nie ein Reifen explodiert, wo die Milch überall hingeflogen ist. Das war mit dem Rille. Eine Reynolds Carbonfelge mit einem Panna Racer Reifen. Der wollte einfach ums Verrecken nicht drauf gehen. Wir haben uns richtig abgemüht, weil ja, der Reifen, der ging einfach nicht in die Felge. Und das war zum Beispiel so ein Fall, wo wir die Milch halt davor schon reingeleert haben, beziehungsweise gemacht wurde. Und ja, der Reifen wollte einfach nicht drauf und die ganze Milch ist halt überall einfach rauskommen. Da war dann nachher nichts mehr drin. Und wir haben den nur mit Mühe und Not dann drauf gekriegt, den Reifen. Also das war jetzt kein Milchunfall. Klar, irgendwo blöd hingeschmiert oder so, ja, weil das Zeug ist halt auch peppig. Also das ist auch, wenn jetzt ein Schaden im Reifen passiert, wenn sich das ganze Sitzrohr voll spritzt, so schnell wie möglich eigentlich wegreiben, weil das kriegst du irgendwann nicht mehr weg, das Zeug. Und da ist egal, welche Tubeless-Milch du hast. Oh, hat es nochmal gepustet. Puh. So einen kleinen Tropfen noch rausgelassen. Der wollte dann wohl nicht da drin sein. Ja, einfach so ein... Can you give me a... Oh, ja. Das ist ein Lüftungskit für Dot. Benötigen wir jetzt, um die Luft noch aus der Leitung zu kriegen, weil beim Anschließen von der Bremsleitung kann es einfach immer sein, dass ein bisschen Luft ins System kommt. Deswegen setzen wir jetzt hier vorne die Schraube, oder öffnen wir die Schraube hier, setzen die Spritze an mit der Flüssigkeit. Setzen auch hinten schön eine Spritze an, um einfach sicher zu gehen, setzen den Bleedblock ein. Bremsbeläge sind draußen, um einfach den Push von hinten nochmal zu geben, um alle Luft einfach aus dem System rauszubekommen. So, jetzt den Kontaktpunkt rein, dass wir ein maximales Füllvolumen haben. Hier noch die restliche Luft aus dem System, wenn noch was drin ist. Da auch einfach lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach die Spritze ein paar Mal bewegen, den Hebel bewegen. Das ist Kontakt ganz außen, fühlt sich richtig gut an. Gut. Bei SRAM-Bremsen immer ein bisschen aufpassen. Wenn er die Spritze absetzt, alles was irgendwie mit Dot schön in Verbindung kommen kann, deckt es einfach schön ab, weil es läuft einfach grundsätzlich immer ein bisschen Bremsflüssigkeit raus. Ätzen, ja, deswegen wie ihr auch seht, Hochsicherheit. Ne, über meine Hände liefen in jungen Jahren schon genügend Flüssigkeiten. Aber natürlich gehe ich danach Hände waschen. So, Bremsscheiben haben wir vorher mit Bremsenreiniger noch sauber gemacht. Bei der Montage weiß man nie, ob man mit seinen fettigen Fingern drankommt. So, das Einfädeln ging jetzt mega easy, weil wir den Bremssattel locker gelassen haben. So, jetzt stellen wir erstmal dann noch die Bremsen ein. Dann haben wir die schon mal schleiffrei. Also, Bremssattel ist locker. Ja, wir müssen ja jetzt mittig hinbekommen. Funktioniert in den wenigsten Fällen, aber wir machen es trotzdem.
Wir ziehen ganz leicht die Vorderradbremse an, Bremssattel ist locker, drehen das Laufrad durch, locken die Bremse, schrauben den Bremssattel vorsichtig an. Hat funktioniert, schleiffrei. Die Bremsscheibe zum Beispiel, die müssen wir minimal biegen, weil die einmal rechts, einmal links andotzt an der Bremsscheibe. Zweimal gebogen, schleiffrei. Ja, dann machen wir weiter. Ne? Dann machen wir jetzt die Kette drauf, setzen den Akku ein. Genau, dann stellen wir die Schaltung ein. Kette müssen wir noch kürzen. Wie wir ja vorher gesagt haben, muss die Kette genau abgelenkt sein. Noch 118 Glieder. Ich habe natürlich alle einzeln gezählt. Ich habe einfach rückwärts gezählt. Die Kette hat 126 Glieder. So, wie viel nehmen wir dann raus? Könnt ihr euch selber ausrechnen. Und dann hat euer Mathe-Professor. Kettenführung haben wir ja vorher schon installiert. Da gehen wir unten durch. Die müssen wir auch noch in der Höhe noch einstellen. So, 7. Gang ist Setup-Gang. Den legt man direkt drauf. Hier bei den Röllchen auch drauf achten. Narrow Weight, einmal dick, einmal dünn. Kettenschloss gibt es auch zwei Methoden. Entweder ihr nehmt die Kettenschlosszange zum Auf- und Zumachen oder ihr könnt auch, wenn das Schaltwerk installiert ist, nach oben drehen, Kettenschloss hier positionieren, Hinterradbremse ziehen, einmal schön auf die Kurbel hauen, schnappt's zusammen. Ich bin Fan von der Zange, weil dann kann ich es genau überprüfen, ob es auch richtig sitzt und kann es kontrolliert zumachen und habe nicht so einen Schlag, wo eventuell auch was verrutschen kann, dass es rausspringt. Deswegen so seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt kommt der witzige Teil, das Einstellen. Machen wir. Akku haben wir ja schon da. Hier ein Akku. Schaltet natürlich noch nichts. Ja, es blinkt zwar was, aber ihr müsst es auch erstmal pairen. Ja, dazu geht er hier auf den Knopf und haltet den so lange gedrückt, bis es grün blinkt. Dann lasst es los, drückt hier innen oben. Dann bleibt er so lange drauf, bis das Blinklicht anfängt richtig zu flackern. Könnt ihr jetzt gleich noch mal sehen. Warum benutzen wir eine 210 mm lange One-Up-Dropper-Post? Zum einen, weil sie wunderbar funktioniert, super geschmeidig hoch und runter. Zusätzliches Feature, man kann sie runterschimmen, man kann sie sich individuell auch nochmal anpassen und ist super einfach zu montieren. Also fährt hoch, fährt runter. Alles was eine Dropper Post können muss, bloß halt ein Ticken geiler. Also an ein paar Stellen haben wir schon an der Gewichtsschraube gedreht. Also hier auch ein Ride-On Physics Sattel drauf mit Carbon Rail. Jetzt gehen wir mal in die Cockpit-Einstellung, einfach dass die Bremsen richtig passen. Da ist ja jeder ein bisschen picky und individuell. Ein bisschen, weil Carbonlenker noch einmal aufpassen. Einfach nicht so fest anziehen, sodass sie sich noch im Ernstfall auf jeden Fall verdrehen können. Gut, so, dann richten wir hier noch Lenker-Vorbau-Kombi aus. Alles Carbon. Hier steht 5 Newtonmeter. Haltet euch bitte dran. Nehmt den Drehmomentschlüssel, stellt ihn euch richtig ein. So, ist jetzt dann. Plopp, drauf.